So, ist das jetzt hübsch genug? Ob das hübsch genug ist, habe ich gefragt. Hallo. Hallo Kinder, heute habe ich was ganz Besonderes für euch, was richtig cool ist, was noch nie da gewesen ist. Und zwar gewähre ich euch einen Einblick in mein Skizzenbuch. Jenes ist das zweite Skizzenbuch, das ich in meinem Leben vollgekriegt habe. Und das ist sogar beschriftet und geht von Dezember 2015 bis November 2017. Eine sehr lange Zeit. Ich habe lange gebraucht, um dieses Buch zu füllen. Und dann schauen wir auch gleich mal durch das coole, selbstbemalte Cover, weil ich darauf geachtet habe, dass das ein Pappeinband hat, weil ich das bemalen wollte. Schauen wir da mal durch und werden gleich überrascht von einer Doppelseite Nichts. Dem folgt natürlich dann eine Doppelseite Nichts. Dem folgt dann natürlich nochmal eine Seite Nichts. Und das bin ich. Dieses Buch gehört mir. Und ich sah zu dem Zeitpunkt, anno 2015, Ende, auch so ziemlich so aus. Da habe ich diesen wunderschönen grün-blauen Mohawk gehabt. Und diesen rasierten Seiten. Ich habe den Style gerockt, Mann! Ja. Und man sieht schon zu Anfang hier, die Seiten, das hat jetzt weniger was von einem Skizzenbuch. Da habe ich sogar das Datum hingeschrieben, sehr hilfreich. Sondern eher ein Buch mit fertigen Zeichnungen im Kontrast zu meinem anderen Skizzenbuch, kann ich kurz zeigen. Das da von Juni 2015 bis Dezember 2016, das war quasi mein erstes. Und die sind ja dementsprechend eine Zeit lang parallel gelaufen. Dieses hier war allerdings tatsächlich eher ein richtiges Skizzenbuch mit viel Krakel und so weiter. Und da passiert teilweise extrem viel auf den Seiten. Deswegen habe ich mich unter anderem deswegen dazu entschieden, erstmal das hier zu zeigen, falls überhaupt das. Unter anderem, ein anderer Grund war nämlich auch, dass man hier teilweise nicht so richtig erkennt durch die Kamera, was da ist, weil der Bleistift so leicht ist und das Papier war so glatt und ich bin nicht auf die Idee gekommen, da mal irgendwie einen Fineliner zu benutzen oder was, und dementsprechend ist das. Es ist zwar voll und das erste Skizzenbuch, das ich voll gekriegt habe, aber ich dachte, ich zeige zuerst mal das, weil hier die interessanteren Sachen drin sind. Und das hier, das dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen, das war nämlich damals auch schon als Tattoo-Design angelegt. Und das habe ich dann tatsächlich auch mal tätowiert bekommen. Sehr schön, 1,5 Jahre später oder so. Verlinkereien, Einblendungen, Videobeschreibungsdinge, ihr wisst Bescheid. Ja, das war glaube ich auch eine Zeit lang auf Facebook in meiner Galerie zu sehen, aber ich misste da ganz gerne mal aus. Jetzt nicht, weil ich mich für die Sachen schäme, sondern weil ich die einfach da nicht mehr drin haben will, der Ordnung halber, weil in mir steckt ein kleiner Minimalist. Ja. Und da will ich die Sachen einfach wieder ordentlich haben und wirklich nur die Sachen auch zeigen, die ich, mit denen ich auch werben möchte, weil das ist ja für mich auch eine Werbeplattform. Ich mache das ja beruflich, ich verdiene ja meine Brötchen mit dem Scheiß. Aber das hat mir gefallen, gefällt mir heute immer noch. Das war eine Auftragszeichnung von meiner Freundin Ophelia mit ihrer Figur, mit ihrem OC. Ophelia, genau. Ja. Januar 2016, auch wieder ein Datum, sehr hilfreich. Ja. Es geht weiter. Und hier, jetzt gerade zwischen dieser Seite
mit diesem misslungenen Fuchs oder was das sein soll. Aber der Rest gefällt mir eigentlich ganz okay. Zu dieser Seite hier. Wir merken, da ist was passiert. Allerdings war das kein großer Zeitsprung, sondern Stilexperimente finden da statt. Und das war nämlich ein großes Problem von mir. Oder ist es immer noch? Ich arbeite dran, aber es ist immer noch ein großes Problem von mir, dass ich Schwierigkeiten habe, mich auf einen Zeichenstil zu einigen mit mir selbst und da eine gewisse Kontinuität in meiner Kunst zu präsentieren, was natürlich einerseits aus künstlerischer Sicht ist das natürlich es macht mehr Spaß, wenn man mehr Sachen, auch mehr experimentiert, mehr Sachen ausprobiert und so weiter und offen ist für Neues. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass man das macht. Und das empfehle ich auch ganz dringend anderen Künstlern weiter. Seid offen für andere Sachen. Macht euch nicht zu sehr, haltet euch nicht zu sehr fest an einer bestimmten Stilrichtung oder was, sondern experimentiert viel rum. Die Kehrseite davon ist allerdings, dass ich halt wiederum dann eben nicht Schwierigkeiten habe, mich neuen Sachen zu öffnen, sondern Schwierigkeiten habe, mich festzusetzen auf was. Und das fällt ja auch auf hier in den Sachen, dass da ein eingängiger Stil nicht wirklich sichtbar ist. Da käme dann vielleicht der ein oder andere auf die Idee, das ist gar nicht von einer derselben Person gemacht, dieses ganze Zeug, weil sich das so krass voneinander unterscheidet. Apropos krass voneinander unterscheiden, wir haben jetzt hier einen riesen Zeitsprung hier von diesen Anfang 2016 bis März 2017. Über ein Jahr später hatte ich hier dieses Buch ewig lang quasi vernachlässigt. Unter anderem, weil ich zuerst das andere dann voll gemacht habe. Zum anderen, weil ich da sehr viel digital gearbeitet habe oder einfach extrem wenig Zeit hatte, weil im privaten Bereich und so weiter, dass da also sehr, 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 sehr viel passiert ist, auch sehr viel Stress gehabt und so weiter. Und da leidet natürlich auch immer die Kunst drunter, weil man keine Zeit dafür nicht hat. Naja. Wieder ein krasser Zeitsprung. März 2017, September 2017. Hier ging es dann ja endlich mal weiter. An der Stelle habe ich dann beschlossen, da tatsächlich ein richtiges Skizzenbuch draus zu machen, dass ich dann also wirklich auch für richtige Studien hier, Posenstudien, da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Die habe ich nämlich ohne Vorlage gemacht, sondern aus dem Kopf. Und ich finde, dafür sind die eigentlich sogar ganz gut gelungen. Ja, und da meine Konzeptzeichnungen jetzt mit reinzunehmen und nicht nur mich da quasi zu zwingen, diese fertigen Bilder reinzumachen, die dann teilweise auch nicht wirklich so gelingen, wie ich es gerne hätte. Und das zum Beispiel gefällt mir gar nicht, obwohl es anderen Leuten da wieder total gut gefällt, aber mir gar nicht. Und dann quasi mir diesen Druck nicht mehr zu machen und das dann quasi, ja, zu füllen, das Buch eben mit den Sachen, mit denen ich das füllen möchte. Man merkt jetzt hier auch, dass das war wohl eine gute Entscheidung, denn man sieht hier, das sind jetzt nur noch 3 Monate. Und das hier war quasi der ganze Rest dieser 2 Jahre Zeit, machen ein Viertel aus und hier in 3 Monaten dann die restlichen 3/4 dieses Buchs gefüllt, weil ich nicht mehr mit so einem, ja, weil ich halt einfach jetzt einfach alles reingezeichnet habe, was ich wollte und nicht nur mich da auf diese großen fertigen Bilder beschränkt habe. Und da ist dann natürlich auch Platz für so geile Jokes wie der hier. Mega witzig. Super Scherzbold, ja. September 2017, Oktober 2017, September war auch noch nicht so aktiv, aber jetzt ab Oktober geht's, jetzt sind nur noch 2 Monate, das ist immer noch. Also jetzt geht's richtig los, ja. Oh, da ist ein Nippel. Oh, das geht natürlich gar nicht. Entschuldigung. Ah ja. Ja. Oh, wieder Nippel. Oh, hoppla. Gut, natürlich ein paar fertige Bilder sind natürlich. Ach, scheiß drauf. Bitte zeigt mich nicht an. Ein paar fertige Bilder sind natürlich trotzdem noch drin. Ich habe mich da jetzt natürlich auch nicht dazu gezwungen, das jetzt nicht mehr zu machen, aber ich habe mich halt nicht mehr dazu gezwungen, nur so fertige Bilder rein zu. Oh, schon wieder Nippel. Bitte zeig mich nicht an, Mann. Ja, das ist alles kinderfreundlich. Kinderfreundlich. Ja, da ist ja sogar eins. Das ist ja ganz witzig. Da haben schon ein paar Leute im privaten Umfeld ein bisschen
ihren teilweise recht interessanten Senf dazugegeben. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht, wenn ihr mögt, liebe Kinder. Ist ja schon, es schreit ja nach Interpretation, ne? Naja. Naja. Ja, da habe ich dann beschlossen, dass ich mal wieder ein bisschen mehr nach Fotovorlage und wenn möglich nach echter Menschenvorlage zeichnen sollte. Was jetzt gerade für jemanden, der so gerne Gesichter zeichnet wie ich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und öfters mal gemacht werden sollte. Da ging es mir jetzt in erster Linie vor allem um die Schatten im Gesicht und hell-dunkel Sachen und ja, ich mag Haut mit Sommersprossen. Ich mag Sommersprossen sehr, sehr, sehr gern. Ich habe meine eigenen leider seit meiner Kindheit irgendwie alle verloren. Das liegt nicht daran, dass ich nicht in die Sonne gehe, auch wenn ich so aussehe. Ich gehe in die Sonne, ich werde nur nicht braun und Sommersprossen kriege ich auch keine mehr. Ja, kann man jetzt sagen, immer das, was man nicht hat, ne? Leute, die Sommersprossen haben, die hassen ihre Sommersprossen gerne mal. Aber ich habe die auch gemocht, als ich sie noch hatte. So ein Hipster bin ich. Mehr Gesichter. Da der Beweis, dass ich auch mal Männer zeichne, ja. Ich zeichne nicht immer nur Frauen. Hier ist der Beweis. Da ist noch mehr Beweis. Hier, ja, Garfield macht Model-Sachen. Das ist ein Kumpel von mir. Den kennt der ein oder andere von euch vielleicht von meinem Zweitkanal Ravenmind. Da habe ich diesen Burschen interviewt zum Thema LARP. Verlinkungseinblende-Sachen. Ihr wisst Bescheid. Gruß an, Shoutout an Garfield. Ein Mensch mit vielen Spitznamen, das Lasagne-Konsum. Oh, was. Ja, ja. Heute geht's mit mega geilen Jokes. Da habe ich wieder Fineliner ein bisschen für mich entdeckt, wie man sieht. Aber dann auch nochmal Garfield, ja. Dann auch wieder natürlich trotzdem mit Bleistiften weitergemacht. Nochmal mega der geile Joke. Das beruht auf einer wahren Begebenheit. Ist genau so passiert. Ah ja. Ah, Harry. Naja. Das ist übrigens auch ein Tattoo-Design mit dieser barock-floralen Muster-Banderole um den Körper drumherum. Das fände ich mal sehr interessant. Also wenn das jemand, ne? Das würde gut funktionieren als einziges Tattoo am ganzen Körper. Das sähe klasse aus. Also, ne? Also wenn noch nicht reserviert, dann ne? Schreib mir PN. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Das einzige Doppelbild, das ich dieses einzige Mal genutzt habe, dass man hier eigentlich über die Mitte drüber malen kann, ziemlich gut. Naja. Mehr geile Jokes. Mehr geile Jokes. Auch wahre Begebenheit. Entschuldigung. Ich muss immer mal wieder checken, ob die Kamera noch läuft, weil das ist jetzt schon der... Ich habe aufgehört zu zählen, der wievielte Versuch das jetzt hier gerade ist, dieses Buch zu zeigen, wenn meine Kamera nicht so das beste Gerät ist, um solche Sachen zu machen und die schon das zigtausendste Mal abgestürzt ist oder aus irgendwelchen ominösen Gründen einfach aufgehört hat zu filmen und naja, deswegen mein wunderschönes, extra hergerichtetes Set, was ich gemacht habe, um davon abzulenken, dass ich ein relativ schmuckloses Skizzenbuch habe. Da andere Leute haben da irgendwelche gepresste Blumen drin und Sticker und irgendwelche. Das musste ich ein bisschen kompensieren mit diesem wunderschönen atmosphärischen Advents-Filmset. Ich meine, das ist natürlich kein extra dafür gemachtes Filmset. Nee, das ist mein Arbeitsplatz sieht immer so aus. Ja, und deswegen, ja. Und die Kerzen sind alle schon mindestens einmal alle runtergebrannt. Ich habe neue Kerzen reingesteckt, weil die Kamera hier, hallo Kamera, so oft abgestürzt ist, dass ich das jetzt schon zum zigtausendsten Mal filme und immer wieder versuche, frei sprechend da irgendwie nochmal einen Faden zu finden, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, so viel Liebe. Ach, so schön. Ja, ja. Ah ja, Kadi. Ja. Cold Mirror is Love. Ja. Gruß an Kadi, hallo. Hier ist Fanart.
Fanart, um die Crowd zu hooken. Ne? Jedes gute Skizzenbuch braucht ein bisschen Fanart. Ne? Und den Comic habe ich tatsächlich gemacht, bevor die Star Space Japano-Schlampen-Crossover-Folge rauskam. Ne? Ja, das war schon ich hab's gewusst, ich hab's geahnt, ja. Wir sind so, Kadi und ich, ne, wir sind so auf einer so einer Soulmate-Vibe-Ebene, ne. Oh, schön wär's. Ja. Ich liebe dich! Ja. Noch mehr Liebe. Ah, Halloween. Ah, da habe ich einen roten Filzstift gefunden und den dann gleich überall benutzt. Ja. Also siehst du, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Was ich ja eigentlich vorhin ansprechen wollte, war eben dieses Kontinuitäts-Style-Ding. Aber noch mehr geile Jokes, das auf der Tattoo-Messe passiert. Muss ich wieder mich kurz unterbrechen. Ich hatte das Buch auch also das war die Tattoo-Messe in Stuttgart, Oktober 2017. Da hatte ich das Buch auch ausliegen. Es war ganz interessant, die Reaktion der Leute mal zu sehen. Und hier ist meine Nebensitzerin. Das ist eine sehr, sehr nette Frau mit sehr schönen Tattoo-Designs und gute Ausführungen auch. Hat sogar einen Preis gewonnen. Hallo! Also zurück zu dem Thema Kontinuität. Das ist doch jetzt das Hauptthema von unserem kleinen Video hier. Dass eben die Style-Experimente, sind jetzt hier in dem Buch natürlich extrem, aber die sind ja auch in meiner Galerie immer extrem und das ist schon marketingmäßig ein Problem. Die Vorteile hatte ich ja schon gesagt, ja, das Problem ist halt, ich muss da ein bisschen, das habe ich auch vor in kommenden Skizzenbüchern und generell in der Zukunft meiner Marketingstrategien, dass ich da ein bisschen versuche, eine Kontinuität bis zu einem gewissen Grad anzustreben, noch mehr geile Jokes, ohne mich zu zwingen, etwas zu tun, das ich nicht möchte, wo ich nicht mehr richtig dahinter stehen kann. Und diese Balance muss ich finden. Und das ist so die guten Vorsätze fürs nächste Jahr, fürs nächste Skizzenbuch, für die nächste Zeit. Ja, weil ich eben, wenn ich jetzt einfach nur Hobbykünstler wäre, dann wäre mir das ja egal, aber da ich verdiene ja dann meine Brötchen damit, ne? Hier zum Beispiel wieder Tattoo-Designs. Das Tattoo-Design wurde tatsächlich abgelehnt, also wenn das jemand haben möchte, ne? PN an mich. Ja, da ich halt ich muss davon leben, ich muss lernen, das zu verkaufen. Das ist so mein auch ein noch zu habendes Tattoo-Design. PN an mich. Ja, also ich muss lernen, mein Zeug auch zu verkaufen. Das ist auf jeden Fall was ich in meiner bisherigen Künstlerkarriere, sage ich mal, Moment, die Kamera läuft, okay, in meiner bisherigen Künstlerkarriere entweder relativ vernachlässigt habe oder im Versuch, es irgendwie zu berücksichtigen, gescheitert bin, weil ich nicht richtig dahinter gestiegen bin, wie sich Verkaufen funktioniert und mir dafür das Gefühl auch ein bisschen fehlt und ich mich halt nur auf die Kunst an sich, auf das Zeichnen, auf Farbverständnis und Komposition und das ganze Zeug konzentriert habe, ohne daran zu denken, dass ich als jemand, der das beruflich machen möchte und dann jetzt auch macht, auch können muss. Ich muss mich verkaufen, weil wenn ich das nicht kann, dann muss ich andere Leute bezahlen, die das dann für mich machen und das kann ich nicht. Da bin ich nicht in der Lage dazu, gerade momentan und dementsprechend, ich habe ja tatsächlich, ein paar wissen das schon, Grafikdesign gelernt. 3 Jahre meines Lebens habe ich Grafikdesign gemacht, wo ich eigentlich genau diese Sachen hätte lernen sollen, wo aber genau eben dieses sich verkaufen immer der größte Schwachpunkt war, weswegen ich dann auch unter anderem das Grafikdesign nicht weiter verfolgt habe und mich dann doch für die Alternative entschieden habe, in Richtung Illustration und Tätowieren zu gehen, anstatt in Richtung Werbung, weil mir ich einfach den nötigen Skill dafür nicht habe und den aber lernen muss, weil ja, und das sind halt, das denkt man oft gar nicht. Man denkt dann, ja, ich kann zeichnen, ich kann vielleicht sogar
Ich habe vielleicht sogar den Mut zuzugeben, dass ich richtig gut zeichnen kann, aber und denke dann deswegen, ja, jetzt kann ich das ja beruflich machen. Aber trotzdem sind andere, die jetzt von der Technik her zum Beispiel nicht so trainiert sind, trotzdem erfolgreicher, weil sie sich besser verkaufen. Und verkaufen ist halt, apropos verkaufen, das sind zum Beispiel Skizzen für eine Auftragszeichnung, in der ich gerade sitze. Und die verkaufen sich halt besser. Und das ist was man leider auch können muss, was ja eigentlich jeder können muss. Sei es jetzt, weil man sich bei einem Bewerbungsgespräch verkaufen muss, sei es jetzt, weil man sich vor anderen Menschen verkaufen muss, die einen mögen sollen, sei es jetzt, weil man tatsächlich, so wie ich jetzt, wirklich selbstständig ist und sich wirklich in dem Sinne verkaufen muss, dass man seine Produkte oder Dienstleistungen tatsächlich unter die Leute kriegen will. Und es ist an sich, man kann jetzt sagen, das ist traurig und schade und sollte nicht so sein, aber so funktioniert Kapitalismus, Leute. Kann man sich jetzt drüber grämen, aber man kann es nicht ändern, dass die Qualität der Arbeit oder des Produktes nicht alles ist. Und da stecke ich in mir selber noch ein bisschen in einem Zwist, wie weit ich mich auf diese Sachen einlassen will. Wie weit möchte ich mich verbiegen in dieser Sache, die mir so viel bedeutet. Und auch diese Sache verbiegen, nicht nur mich, sondern auch dieses Zeichnen, meine Kunst verbiegen, um mich besser zu verkaufen. Wie weit bin ich da bereit, mich verkaufen entgegenzukommen? Und wie weit bin ich bereit, zurückzunehmen von dem mich selber verkaufen, zugunsten meiner Freiheit als Künstler? Das ist ein Dilemma, meine lieben Leute. Ach, sieh mal einer an. Das sind ja doch gepresste Blumen drin. Habe ich das etwa doch heimlich hübsch gemacht? Nein! Katze Guido sagt auch nein. Naja. Katze Guido werdet ihr noch kennenlernen übrigens. Subtiles Foreshadowing hier. Ja, noch mehr Tattoo-Designs. Ich glaube, dass mit diesem Verkaufen versus freie Kunst produzieren Thema habe ich jetzt, hoffe ich, ausreichend kommuniziert. Ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, was da mein Problem ist und was da meine Zukunftsvorstellungen sind. Und vielleicht reflektiert ihr auch selber eure eigenen Einstellungen dazu. Denkt ihr nochmal drüber nach. Vielleicht jetzt vor allem diejenigen, die das halt beruflich machen wollen und vielleicht da auch so strugglen wie ich. Ja. Da habe ich die Buntstifte wieder entdeckt und mal diese Technik ausprobiert, das mit einem hellblauen Stift erstmal vorzuzeichnen. Das ist eine Technik, die finde ich relativ cool. Also das würde ich empfehlen, statt mit einem Bleistift mit einer hellen Farbe vorzuzeichnen. Das gibt nochmal irgendwie... Da kommt zu dem Hell-Dunkel-Kontrast nämlich auch noch ein Farbkontrast dazu. Von Kontrasten hatten wir es ja schon in dem letzten Timelapse-Painting-Video, das ich hochgeladen habe. Ja. Und hier sind wir jetzt tatsächlich schon bei der letzten Seite. Das war mein Skizzenbuch. Soweit. Abschließend mit diesem wunderschönen Bild von meiner Love. Hallo, ich liebe dich. November 2017, genau, hier steht's. Und hier hatte ich eigentlich bei meinem ersten Aufnahmeversuch hier... Das war's gewesen, Freunde. Jo. Das wollte ich eigentlich dann live hier reinschreiben, so richtig cool, so als Abschluss. So, jetzt haben wir das hier quasi noch signiert und damit das Buch abgeschlossen. Aber da ist ja dann leider wie so oft, dann meine Kamera abgekackt und hat mich im Stich gelassen. Dementsprechend, warte, vielleicht malen wir noch was. Jetzt malen wir einfach... hoppla. Oh ja, ich drehte meine Kamera. Hast du gehört, Kamera? Das war die Warnung. Wenn du jetzt abkackst, dann weißt du Bescheid. Mein Nagel, nein. Ja, so. Machen wir noch was Blödes drauf. Was wollen wir denn draufmalen? Sag mal. Hast du eine coole Idee? Sag mal Bescheid. Was soll ich denn hier draufmalen? Machen wir doch. Ja,
ihr den Kumpel hier. Hä? Ja, das war mein Skizzenbuch. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen einen Einblick, einen interessanten Einblick gewinnen in mein die letzten 2 Jahre grob von nicht digitaler Kunst, was da digital stattgefunden hat. Natürlich ganz anderes Zeug nochmal. Und vielleicht fandet ihr jetzt die Gedankenanstöße und das Dilemma, mit dem ich mich da gerade beschäftige, oder was heißt Dilemma? Also mit dem diese Aufgabe, die ich mir selber auferlegt habe, vielleicht könnt ihr da selber auch dem was abgewinnen und denkt da selber ein bisschen drüber nach, was für eine Richtung ihr da wollt und wie euch das... vielleicht habt ihr da selber ja auch schon drüber nachgedacht oder ein ähnliches Problem, dass ihr mit den Vermarktungsstrategien, die zurzeit so funktionieren, nicht wirklich klarkommt. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere und denkt da jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen anders drüber nach und so weiter. Also ja. Und vor allem, was haltet ihr von diesem Format eigentlich? Also ich habe das jetzt ja ein paar Mal gesehen, dass Leute ihre Skizzenbücher zeigen und das interessant ist. Und ich kann das ja nicht wissen, ob euch das interessiert. Deswegen interessiert euch das? Wollt ihr zukünftige Skizzenbücher sehen, von denen ich wahrscheinlich jetzt schneller mehr raushauen werde, weil dass das jetzt so lange gedauert hat, das hatte ja auch noch andere Gründe. Man braucht jetzt nicht für jedes Skizzenbuch 2 Jahre. Also das zumindest hoffe ich das. Das wäre schon sehr... also wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann müsst ihr mir Bescheid geben, ne? Das ist klar, weil... ja, vielleicht mache ich es auch einfach so, weil aus Joke, weil mir das Spaß gemacht hätte, wenn diese Kamera nicht so Stich gelassen hätte. Das macht natürlich trotzdem Spaß. Ich nehme ja immer noch auf. Ich habe jetzt, also in dieser Sekunde, tatsächlich immer noch Spaß. Ja. Also vielleicht mache ich das auch, wenn ihr das nicht sehen wollt. Vielleicht mache ich das trotzdem. Auch wenn euch das in Scheiße interessiert. Vielleicht mache ich das trotzdem. Ist mir egal. Ja. Trotzdem wäre schön, so Feedback-Sachen so. Ist wichtig. Künstler oder allgemein Personen, die sich und ihr Zeug zeigen, unterstützen. Das muss man immer kommuniziert mit den Leuten. Die Leute kommunizierten mit euch, ich kommuniziere mit euch, versuche das zumindest über diesen Weg. Und, ja. Ich glaube, ich rede jetzt einfach nur noch wirres Zeug, weil ich hier mit den Bildern nicht fertig bin. Würde dann jetzt hier an der Stelle... Tschüss! Kinder! Ausrufezeichen. Ja. Weitere Diskussion vielleicht in den Comments, wenn noch jemand Bock hat, wenn noch Fragen offen sind. Fragt! Ihr dürft Fragen stellen. Ich stelle euch ja auch Fragen. Beantwortet meine Fragen und ich beantworte eure Fragen. Eine Hand wäscht die andere. Ne? Also, so, jetzt ist genug. Jetzt ist aus. Aus. Ciao. Okay, das ist jetzt ungelogen, ey. Der letzte Versuch, Mann. Oh, diese Kamera, die macht mich wahnsinnig. Okay. Nochmal von vorne. Gut.